Ich bin grundsätzlich ein riesiger Fan von Intamin Family Launch Coastern, aber jetzt sind wir eine Bahn gefahren, die war richtig kacke. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Video Magazin und einem neuen Video meinerseits und dem Review zum Moto Coaster in Dreamworld. Holla die Waldfee, dass das mal passiert, hätte ich nicht gedacht, aber wir sind einen Intamin Family Launch Coaster gefahren und der war echt nicht gut. Aber das gehen wir jetzt Step by Step ein bisschen durch. Seit 2007 steht im australischen Dreamworld diese Achterbahn mit dem Namen heute Moto Coaster. 7 Meter hoch, 72 km/h Spitzengeschwindigkeit, 2007 eröffnet, die verflixte 7, aber 605 Meter Streckenlänge, da fehlen 100 Meter, damit mir das jetzt komplett aufgeht. Ach Mann! Das Layout ist jetzt nicht groß erwähnenswert und relativ normal für diese Art von Family Launch Coastern von Intamin, nur dass sonst die Parks das Ganze einbetten, bodennah machen und drumherum viel Gestaltung reinfließt, was hier nicht passiert ist. Das ist sehr schade, das ist sehr hässlich. Gelb ist jetzt auch nicht irgendwie eine meiner Favorite-Farben. Gefällt mir schon mal nicht. Das ist schon mal so ein Minuspunkt. Der waldige Hintergrund, der ist schön, aber der hat nichts mit einem Motorradrennen zu tun. Und Motorradrennen ist auch das ursprüngliche, grundsätzliche Thema dieser Achterbahn. Von 2007 bis 2021 hatte diese Bahn nämlich auch noch einen anderen Namen. Mike Doohan's Motor Coaster war nämlich der Name. Und das ist ein berühmter, 5-facher Motorradrennen-Weltmeister aus Australien, der seit 2022 jetzt Autorennen fährt in der F2 und ihm war die Bahn gewidmet, das war das Thema und jetzt ist halt nur noch der Motor Coaster. Es gibt auch nur noch einen Zug, nur noch, weil ich nicht weiß, ob es mal 2 Züge gab, aber es gibt ein Abstellgleis, wo ein zweiter Zug hingehört hätte, der nicht vor Ort war, als wir vor Ort waren. Vielleicht war der auch in Maintenance oder es gibt ihn einfach nicht mehr oder sonst irgendwas. Diese Bahn ist nicht umgezogen, weil das kann natürlich auch passieren, dass dann mal ein Zug verloren geht. Also gefühlt ist das im Flamingoland passiert. Link hier zum Sick Review. Die haben nämlich auch eine alte gebrauchte Bahn gekauft, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Intamin Family Launch Coaster, grundsätzlich richtig cool. Das sind die Bahnen mit dem Reibrad-Lounge. Und der Reibrad-Lounge hat gut Wumms und zieht durch und fährt sich meiner Meinung nach auch gut. Und mit Juwelen oder Yukon Strike haben wir zum Beispiel 2 Paradebeispiele in Europa direkt. Und es gibt auch ganz viele andere tolle Bahnen, mit entweder mit Quads, mit Jeeps oder auch mit Jetskis, die wir auch schon hier öfter gezeigt haben. Und hier gibt es eine Variante mit Motorrädern. Und Motorradachterbahnen sind jetzt nicht das große Problem eigentlich von Intamin, wenn man auf Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure guckt. Diese Bahn kam aber viele, viele Jahre später, Moto Coaster 2007, also ein bisschen weiter vorher. Und ja, 16 Leute müssen sich quasi in einen George Foreman Grill quetschen. Vorneweg noch, um mitfahren zu können, müsst ihr mindestens 110 cm groß sein. Bei 1,96 Meter ist leider auch schon wieder Schluss und bis 1,35 Meter in Begleitung. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat das denn für einen Sinn oder wie funktioniert das denn in Begleitung mit einem Motorrad? Und es gibt 2 Reihen, die haben einen Beiwagen. Und man kennt es vielleicht zum Beispiel von Disneys Tron. Da gibt es in der letzten Reihe von diesem Motorbike Coaster auch einen Beiwagen bzw. eine ganze Bank, damit dann voluminösere Personen mitfahren können. Hier ist das anders gedacht und zwar sind die Beiwagen für die kleineren Gäste, die dann da drin sitzen müssen und ein Erwachsener ist auf dem Motorrad daneben. Das ist dann das Begleiten und die Beiwagen für kleinere Gäste. Also ganz andersrum. Spannend ist aber das Motorrad an sich. Und dieses Motorrad sieht schon komisch aus. Da muss man erstmal reinklettern und da irgendwie reinkommen. Und der ganze vordere Teil, der ganze Aufbau des Motorrads wird dann nach unten geklappt. Also ist man in diesem Kontaktgrill dann. Und ihr seht ja auch diese Stange, die da so raushängt und das ist der Bügel. Der wird dann gekippt, so dass die Bügel, das Polster nicht mehr nach oben steht, sondern seitlich und dann wird der wieder reingeschoben. Also man fühlt sich dann selber als Mensch in einer Mischung aus Kontaktgrill von George Foreman und einer Glühbirne in einem Auto, die dann mit dieser Metallfeder festgeklippt wird. So ungefähr kann man sich das dann vorstellen, wie man dann in diesem GFK-Haufen hängt. Sowas Komisches habe ich vorher noch nie gesehen. Das ist der Grund, warum wir überhaupt über diese Bahn hier sprechen müssen in dem Einzelreview. Diese
komische Motorrad-Achterbahnzug-Konstruktion mit dieser Art und Weise, die Leute darin zu sichern. Was ist das für ein absurder Blödsinn? Kenne ich so nicht. Möchte ich auch nicht nochmal machen. Was das? Also was muss da passiert sein, dass man das so konstruiert? So haben wir aber auch was zu lachen, bis die Fahrt startet. Also der Launch ist auch gut, zieht schön durch und dann kommt die Fahrt. Und die Fahreigenschaften von der Bahn sind nicht so gut. Und dann bist du in diesen GFK-Haufen eingeklemmt. Und das macht es nicht besser. Der höhere Schwerpunkt und dieses Eingeklemmtsein in diesem GFK-Quatsch macht es einfach nicht besser, sondern macht es eher sehr unangenehm. Und die Fahrt war jetzt wirklich nicht so schön. Ja, sehr, sehr schade. Es gibt auch übrigens einen getrennten Ein- und Ausstieg, was dafür spricht, dass vielleicht doch mal ein zweiter Zug da gewesen sein müsste. Finde ich ganz cool eigentlich geregelt, aber ich weiß jetzt nicht, ob so eine Bahn das braucht. Und jetzt braucht es auf jeden Fall nicht mehr, aber der Zug hält trotzdem am Ausstieg an, steigst aus, dann klappt das alles auf und aufgeklappt, fährt er dann bis nach vorne wieder. Spannend auf jeden Fall. Ansonsten ist die Bahn sehr hässlich. Es gab mal ein größeres Eingangsportal, das ist inzwischen nicht mehr da. Da grenzt halt auch ein neuer Themenbereich an. Man muss auch wissen, wie es in die Bahn reingeht, weil dann ist ein Shopgebäude und rechtsum geht es in diesen neuen Themenbereich. Und so links um die Ecke hinterm Gebäude, da geht es dann in Motorcoaster rein. Also das ist auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt jetzt inzwischen und es ist halt nicht schön. Aber trotzdem was Besonderes, so eine Achterbahn in Australien gefahren zu sein. Also wir nehmen da immer was Positives mit und das war schon cool. Und wir können hier nochmal über die Bahn sprechen. Eure Meinung zu Motorbike Coastern an sich gerne in die Kommentare. Und wenn ihr schon Motorcoaster in Dreamworld gefahren sind, wie war denn die Fahrt für euch? Wie habt ihr euch mit dem Bügel angestellt? Das würde mich mal interessieren.